Kochlandschaft Österreich, mitten im Innviertel. Wenn man Umfragen glauben darf, sind zwei Bestandteile nicht aus der Innviertler Küche wegzudenken: Knödel und Surspeck. Am besten gemeinsam als Surspeckknödel. Die Wahlinnviertlerin und Quereinsteigerin Stefanie Burgstaller bereitet diesen Innviertler Klassiker für uns zu. Ich koche heute ein typisch Innviertler Gericht für euch. Das ist der Surspeckknödel. Fürs Knödelinnere braucht man einen Surspeck in dem Fall. Und da haben wir heute was Besonderes, das ist der Surspeck vom Wollschwein. Wir beginnen mit dem Teig. Da hätte ich eben das Knödelbrot, das sind 250 Gramm. Das ist eine Trockenmasse, da geben wir erst ein bisschen Salz dazu. Nicht zu viel, weil das Knödelbrot selber hat ja auch schon einen Geschmack. Einfach 2 Prisen. Wir geben ein bisschen Öl dazu, der Teig wird einfach geschmeidiger, aber wirklich nur ein bisschen. Ich habe hier in dem Krug einen knappen Esslöffel, das gebe ich drauf und hebe das mit der Gabel unter, dass es sich leicht vermischt. In dem Krug ist ein knapper halber Liter heißes Wasser. Den geben wir auf das Knödelbrot drauf. Man sieht gleich, wie es einzieht und das Wasser aufnimmt. Lieber ein bisschen vorsichtig am Anfang mit der Gabel unterheben, weil das Wasser ist heiß, dass man sich nicht verbrüht. So langsam bindet sich das Knödelbrot mit dem Wasser. Bevor wir jetzt die nächsten Zutaten dazugeben, das ist das Ei und das Mehl, muss der Teig auskühlen. Da kann man ungefähr so 10 Minuten einplanen, dass man ihn einfach so locker ausdampfen lässt. Während der Teig jetzt rastet und zieht, möchte ich das Knödelinnere vorbereiten. Da habe ich hier den Surspeck. Wie gesagt, diesmal ist er vom Wollschwein, das ist ein besonders feiner Speck. Zugeschnitten habe ich mir den mit der Aufschnittmaschine in 3 mm breite Scheiben und dann nochmal quer in 3 mm breite Streifen. So tut man sich mit dem Schneiden leichter. Da machen wir jetzt ganz, ganz feine, kleine 3 mm starke Würfel. Am besten ist es, wenn dieser Surspeck vorher im Kühlschrank war oder er kann sogar ganz leicht angefroren sein, dann lässt sich er viel einfacher schneiden. Diese Speckmasse wird jetzt mit Pfeffer gewürzt. Am besten frisch aus der Mühle. Ich habe hier einen bunten Pfeffer, der passt wunderbar dazu. Und ein kleines bisschen Schnittlauch geben wir da drunter. Ich finde einfach, dass das auch farblich sehr schön aussieht. Ich würde nicht auf den Schnittlauch verzichten. Ist wirklich ganz einfach. Der Surspeck selber ist ja schon stark gesalzen. Da braucht ansonsten gar nichts mehr dazu. Der hat dann seinen Eigengeschmack. So, und jetzt machen wir kleine Kugeln. Nimmt man mit dem Teelöffel ein bisschen zusammen und kann sie abkneten. Ich sag mal schätzungsweise maximal 15 Gramm sollte so eine Kugel haben. Sie wird ja dann noch mit Teig umgeben. Viel leichter tut man sich, wenn man diese Knödel einfach 1 Stunde, 2 im Tiefkühlfach lagert und dann fest gefroren mit dem Teig umgibt. Durch die Weidehaltung und durch diese verschiedenen Samen, die die Schweine auf der Weide finden, entsteht ja im Fett der Wollschweine eine sehr günstige Fettzusammensetzung. Und da gibt es ein sehr günstiges Verhältnis von gesättigten und ungesättigten Fettsäuren, die für uns ja lebenswichtig sind, ob für die Blutgefäße, für die Nervenbahnen, fürs Gehirn, für die Netzhautentwicklung. Mit ein paar dünnen, hauchdünnen Blättern, Innviertler Surspeck oder Lardo, nimmt man einfach eine wertvolle Dosis von ungesättigten Fettsäuren zu sich. So, der Teig ist jetzt etwas ausgekühlt, der darf noch leicht warm sein, aber eben nicht mehr so heiß wie eben. Er ist locker, so sollte der sein. Jetzt geben wir als nächstes ein Ei dazu. Es muss nicht sein, aber ich finde einfach, dass es geschmacklich gut tut und es bindet auch den Knödelteig. Ich verquirle das ein bisschen, gebe es auf das Knödelbrot, das eingeweichte. So. Und hebe das mit der Gabel wieder locker unter. Das passt schon. Und jetzt die Sache mit dem Mehl. Ich kann jetzt gar nicht so genau sagen, wie viel. Das sollte am Schluss ein mittelfester Teig entstehen, geschmeidig und nicht mehr klebrig. Das ist also immer ein bisschen eine Probiersache auch. Und wenn sich die Zutaten anfangen zu verbinden, dann nehme ich es gern aus der Schüssel raus und knete es auf dem Brett fertig ab. Das machen wir gleich. Jetzt nehmen wir das mal aus der Schüssel raus.
Rest machen wir am Brett. Immer mal wieder einschlagen. Und wenn man das Gefühl hat, es fehlt noch Mehl, einfach ein bisschen aufs Brett geben und unterheben. Den werden wir dann zu einer Rolle formen, Stücke schneiden und die gefrorenen Speckkugeln eindrehen. Nachdem wir den Teig jetzt ja fertig haben und einen wirklich schönen, geschmeidigen, mittelfesten Teig haben, drehen wir jetzt die Surspeckkugeln ein. Die sind jetzt aus dem Gefrierfach. So. Da schneiden wir uns jetzt Stücke, ungefähr in der Größe. Je nachdem natürlich, wie groß die Kugeln selber sind. So, ich habe jetzt diese Stücke da, wie gesagt. Hier ist der Taler, ungefähr so in die Handfläche geben. Einen von den gefrorenen Speckkugeln nehmen und eindrehen. Wichtig ist, dass man es gut verschließt, dass der Knödel nachher beim Kochen nicht aufgeht. Ein bisschen Mehl drüber und abdrehen. So sehen dann die Knödel aus zuletzt. Das Wasser fängt auch schon an zu kochen. Das ist wunderbar, weil am Anfang sollte das Wasser durchaus kochen. Später dreht man dann die Hitze ein bisschen runter, weil der Knödel im siedenden Wasser dann zieht. Ich gebe jetzt mal die da rein. Sie sollten auf jeden Fall bedeckt sein im Wasser und leicht schwimmen. 15 Minuten müssen wir jetzt warten, dann sind die auch schon fertig. Die Knödel haben jetzt 15 Minuten leicht vor sich hin geköchelt. Die sind jetzt fertig. Ich nehme sie vom Herd. Stattdessen geben wir das Sauerkraut drauf. Anrichten tun wir die Knödel gerne in so einer Pfanne. Den nehmen wir uns jetzt da raus. So. Schneiden wir ihn auf. Genau, schaut super aus. Genau so gehört es. So, jetzt kommt das heiße Kraut dazu. Da ist ein Kümmel drin in dem Kraut. Es ist ein bisschen Salz drin und ein bisschen Fett. Am besten ein Schweineschmalz. Und zum Schluss kommt Schnittlauch drauf. So, da. Das sind die Innviertler Speckknödel mit Sauerkraut. Nun bereite ich noch eine weitere typische Innviertler Speise zu. Das ist die Bretteljause. Ich habe die Zutaten schon alle da. Wir richten jetzt das Brettel zusammen an. Ich habe einen Schopf vom Schwein und einen gesurten Bauch. Dann nehme ich Käse dazu. Das ist ein harter Schnittkäse, das Gselchte. Das drehen wir leicht ein. Dann gibt es ein bisschen ein Volumen und schaut luftiger aus. Das ist eine etwas würzigere Salami. Die passt wunderbar dazu. Da drehe ich kleine Blüten. Da faltet man das einfach so dreieckig zusammen. Als nächstes der Surspeck, in diesem Fall vom Wollschwein. Das ist ganz besonders fein. Da muss man aufpassen, der gehört auf jeden Fall kalt geschnitten. Ich habe ihn also kalt vorgeschnitten und kann dann diese Formen legen. Als nächstes haben wir noch Weintrauben, weil ich finde immer zu was Würzigem passt auch was Süßes gut. Außerdem schaut es schön aus. Ganz klassisch ist auch der Erdapfelkas, den habe ich vorbereitet. Den geben wir in ein extra Schälchen und stellen ihn hier am Rand. Was auch super dazu schmeckt, ist einfach ein frisch geriebener Kren. Und das mache ich jetzt direkt. Auf keinen Fall zu früh reiben, weil dann wird er blau oder grau. So ein kleines Häufchen, das geben wir hier neben den Senf. Das ist ein Rettich, hier mit dieser Maschine abgedreht. Den spannen wir da ein. Drehen und dann kommen diese Rettichspiralen dabei raus. So, abnehmen. Den legen wir hier noch dazu. Und dann kriegt das Ganze so eine richtig schöne Form. Frischen Paprika, den legen wir hier drauf. Und ein hart gekochtes Ei, nicht zu hart, mittelweich, mittelhart. So, das geben wir hier noch dazu. Einmal Pfefferoni. Und da wir jetzt die rote Paprika schon haben, würde ich eher die grüne nehmen. Und ein Gurkerl, so ein bisschen fächerförmig aufgeschnitten. Das passt auch immer gut dazu.
Genau, was ich persönlich mir ausgedacht habe, das schaut einfach lustig aus und schmeckt gut, sind die Salami-Sticks. Die gehören jetzt nicht standardmäßig da drauf, aber ich mache daraus einen Knoten. So schaut das aus. Gebe es noch oben drauf und das ist so mein persönlicher Abschluss der Innviertler Bretteljause. Jetzt wünsche ich guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen. Kochen ist eine kreative Sache, die auch letzten Endes was Künstlerisches, Handwerkliches mit sich bringt. Und mir ist es einfach sehr wichtig, dass die Speisen sehr ansprechend, farblich, abwechslungsreich zubereitet und angerichtet werden. Und das macht mir auch wunderbar Spaß dabei. Ich finde das einfach super, wenn man genau weiß, woher das Produkt kommt, das ich weiterverarbeite. Mir macht es einfach auch mehr Spaß, damit zu kochen.